Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Da wir ja in der letzten Gambio-Folge unsere neue Kategorie angelegt hatten, wollen wir diese nun natürlich mit einem neuen Artikel befüllen. Deshalb zeige ich euch heute, wie man ein neues Produkt im Gambio Shop Backend anlegt. Dafür gehen wir wie gehabt in der linken Spalte auf Artikel und können nun neben dem Erstellen-Button den Artikel auswählen. Als erstes springen uns wieder die Artikel-Stammdaten ins Auge. Der Artikelstatus ist standardmäßig auf aktiv, also wird dieser auch im Shop-Frontend ausgespielt. Die nächsten 5 Felder sind im Prinzip selbsterklärend. Ihr könnt eine Artikelnummer eintragen, die lagernde Menge dieses Artikels bestimmen, das Gewicht eintragen, den Lieferstatus bestimmen, also wie lange dieser Artikel im Versand benötigt, um zum Kunden zu gelangen, und den Artikelhersteller, wenn dieser denn auch zuvor angelegt wurde. Wie das geht, erklären wir in einer der folgenden Episoden und verlinken euch dann das Video oben rechts. VPE steht für Verpackungseinheit des Grundpreises. Dementsprechend erschließt sich dann auch der VPE-Wert. Auch diese müssen im Vorfeld angelegt worden sein. Als kleiner Spoiler vorweg, zu finden sind diese in der linken Spalte in der Hauptkategorie Artikel und Kategorien als Verpackungseinheiten. Doch auch dazu wird es ein detailliertes Video geben, das wir dann hier verlinken werden. Gemeint ist auf jeden Fall mit dem VPE-Wert, wie viele Einheiten der Grundeinheit, also zum Beispiel Stück, Liter oder Kilogramm, mit dem Artikel verkauft werden. So könnte eine VPE-Eintragung Stück sein und der VPE-Wert 6 für eine 6er-Träger Wasser lauten. Um das dann auch wirklich im Frontend ausspielen zu können, aktiviert den Schalter Anzeige VPE. Die Mengeneinheit muss auch zuvor angelegt worden sein, was wir in diesem Fall einmal getan haben, und wird dann neben dem Mengeneingabefeld auf der Artikeldetailseite angezeigt. Darüber hinaus kann eine Mindestbestellmenge und eine Vorgabe der möglichen Mengenstaffelung eingestellt werden. Die EAN kann hier eingetragen werden und zum Schluss die Versandkosten bestimmt werden. Auf der rechten Seite der Artikel-Stammdaten haben wir auch wieder unsere Kippschalter, mit denen bestimmte Informationen ein- und ausgeblendet werden können, wie das Gewicht, der Lagerbestand oder das Veröffentlichungsdatum oder beispielsweise die Aufnahme in die Sitemap bestätigt oder deaktiviert werden. Wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, kann darunter noch das Erscheinungsdatum vorbestellbarer Artikel eingetragen werden. Alles weitere sollte selbsterklärend sein oder kann gerne noch einmal in unserem Gambio-Kategorie-Video nachgeschaut werden. Die erweiterte Konfiguration umfasst beispielsweise die Festlegung der HTML-Vorlagen für die Artikeldetailseite, die Artikelattribute und die Artikelattribute in der Übersicht. Dazu kann der Artikeltyp bestimmt werden, womit festgelegt wird, ob der Artikel ein Standardartikel, ein Downloadartikel oder eine Dienstleistung ist, damit der Kunde bei Downloads und Dienstleistungen gegebenenfalls auf das Widerrufrecht verzichten kann. Mit dem Artikel Preisstatus hat man die Möglichkeit, den Artikel zum Kauf anzubieten und den Preis darstellen zu lassen, oder den Artikel zum Kauf anzubieten, aber die Möglichkeit, diesen in den Warenkorb packen zu können, zu deaktivieren, da der Preis nur auf Anfrage mitgeteilt wird, oder einen Preis darstellen zu lassen, aber den Kauf zu deaktivieren. Anschließend kann die Paketgröße bestimmt werden oder wiederum das GX Customizer Set zur Individualisierung von Produkten durch Kunden auf die Artikeldetailseite eingebunden werden. Das Verfallsdatum und der Zustand sind Felder, die dann beispielsweise für den Google Artikelexport relevant werden können. Der Artikelerwerb kann darüber hinaus noch beschränkt werden, indem der Kauf erst ab 18 möglich gemacht wird. Außerdem kann die Marke, das Geschlecht oder die Altersgruppe, für das der Artikel vorgesehen ist, definiert werden. Letztendlich können wir dann, so wie bei den Kategorien, auch die Details eintragen. Also Name des Artikels, Beschreibung, Tabs, Kurzbeschreibung und die Bestellzusammenfassung. Um die Beschreibungen voneinander unterscheiden zu können, eine kurze Erklärung. Die Artikelbeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung, die auf der Artikeldetailseite ausgespielt wird. Mit Tabs wiederum können zusätzliche Informationen in der Artikeldetailseite angezeigt werden. Die Kurzbeschreibung wird auf der Kategorie- und Suchergebnisseite dargestellt und die Bestellzusammenfassung dann auf der letzten Seite des Bestellvorgangs zum Artikel. Ansonsten kann auch ein Herstellerlink hinterlegt werden und die SEO-relevanten Daten wie der Meta-Title und die Meta-Beschreibung eingetragen werden. Für mehr Infos dazu verlinken wir euch oben rechts unser Gambio SEO-Video. Das Ganze kann dann noch für die englische Sprache übernommen werden und am Ende noch ein Bild eures Artikels hochgeladen werden. Hierbei wieder darauf achten, den Dateinamen in Bindestrich-Schreibweise und mit dem Fokus-Keyword zu verfassen, die Datei so klein wie möglich zu halten
und den Alternativtext in Gambia auszufüllen. Das letzte zu bearbeitende Feld sind dann noch die Preisoptionen. Also wie viel der Artikel allgemein in der eingestellten Währung kosten soll. Darüber hinaus können Preisanpassungen für jede einzelne Kundengruppe wie Gast, Neukunde oder Händler vorgenommen werden. Es können Rabatte eingetragen werden, die in Prozent angegeben werden, und der verwendete Steuersatz mit angegeben werden. Am Ende abspeichern und somit wurde euer neuer Artikel angelegt. Ich hoffe, ihr habt bei der Fülle an Informationen den Überblick bewahren können. Falls jedoch an der einen oder anderen Stelle etwas unklar gewesen sein sollte, lasst uns das in den Kommentaren wissen. Wir helfen euch dann dabei. Genauso hilft euch eBakery als Gambio-Partner auch gerne bei größeren Anliegen wie der Einrichtung oder Optimierung eures Shops. Für mehr Informationen dazu verlinken wir oben rechts die passende Seite, auf der ihr dann auch die Möglichkeit erhaltet, direkt einen Termin mit den Experten von eBakery zu vereinbaren. Falls ihr euch Gambio-technisch trotzdem auf dem Laufenden halten wollt, abonniert gerne unseren YouTube-Channel. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.